Ihr habt die traurige Nachricht wahrscheinlich genauso wie ich schon im Titel gelesen. Rita ist heute nicht da. Sie muss arbeiten und ihr seht hier ihre Didelschlapfen, die sie leider nicht anhat. Ich bin heute hier, weil ich frei habe, und ich bin mit meiner Mutter heute hier bei der Lego-Stadt, die gerade noch im Garten arbeitet. Deswegen habe ich heute mal kurz die Kamera geschnappt, um euch ein paar Updates zu zeigen. Es hat sich in unserer Lego-Stadt jetzt seit dem letzten Video nicht besonders viel getan. Das liegt vor allem daran, dass wir jetzt ein paar Tage nicht viel Zeit hatten, in die Lego-Stadt zu kommen, und dann waren wir mal hier die letzten Male und das war dann manchmal auch mit dem Zug, da konnten wir noch nicht so viele Teile mitnehmen. Jetzt sind wir heute aber wieder mal, besser gesagt ich und meine Mutter, mit dem Auto hier gewesen und wir haben jede Menge Material wieder hier zur Lego-Stadt mitgenommen, und da habe ich mir gedacht, ich zeige euch einfach mal, was da so an Lego-Steinen heute dazugekommen ist. Das heißt, ihr könnt euch dann schon darauf freuen, was in nächster Zeit so in unserer Stadt passieren wird. Und da schwenke ich die Kamera gleich mal kurz auf unseren wunderschönen Stadtplatz, und zwar zeige ich euch jetzt dann einfach mal kurz, was da so gekommen ist. Wir haben einerseits relativ viele Grundplatten, die wir wieder nicht original bei Lego bestellt haben. Das müssen wir an dieser Stelle der Fairness halber dazu sagen. Das sind Third-Party-Platten, die aber sehr gut auf den Lego-Maßstab passen, in Grau und Grün. Das heißt, da können wir dann zum Beispiel auch diesen Bereich hier endlich mit Bodenplatten versehen, oder dort hinten beim Cargo-Bahnhof, da fehlen uns auch noch viele graue Bodenplatten. Das heißt, das wird dann auch alles schön gemacht. Dann haben wir jede Menge kleinere Pakete bekommen in der letzten Zeit. Das ist also so eine Art Haul-Video slash was passiert in nächster Zeit Video. Ich zeige euch einfach mal, das zahlt sich nicht aus, da einen extra Haul darüber zu machen. Wir haben ein paar Steine wieder rausgesucht für Projekte, die so kommen werden in der nächsten Zeit. Dann haben wir endlich jetzt mal ein paar gerade Monorail-Schienen. Hier sind 5 Stück drin, die sind so schwer zu bekommen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Da haben wir wirklich Probleme damit. Die haben wir jetzt gekauft um ungefähr 17 Euro pro Stück. Und, hier ist noch eine 6., Verzeihung. Und dann haben wir noch ein paar kurze gekauft, denn wenn man 4 kurze gerade zusammentut, dann hat man eine gerade. Also da kommen wir dann schon ein bisschen weiter. Und ja, hier haben wir noch jede Menge. Natürlich, der Verkäufer hat auch wieder 9 Volt Sachen gehabt. Da habe ich ein bisschen zugeschlagen. Diese Geschichten, die kosten meistens so 2 bis 3 Euro. Das ist im Normalfall keine große Angelegenheit. Da habe ich einfach zugeschlagen. Interessanter für euch ist vielleicht dieses große Säckchen hier. Wir haben einerseits wieder, das ist glaube ich von der Hochzeit noch, relativ viele Schachteln und Anleitungen, die ich alle sortiert habe jetzt in der letzten Zeit. Und dann haben wir Bestellungen aus dem Lego Pick-a-Brick Store und Steine und Teile. Wir haben hier einerseits eine etwas skurrile Sache, und zwar sind das 200 goldene Bananen. Die gab es relativ billig vor kurzem mal bei Steine und Teile. Also da müsst ihr immer wieder reinschauen. Ich glaube, die haben relativ viele Teile vom den Monkey Kid Sets jetzt mal im Angebot rausgehaut. Die haben nur 2 Cent pro Stück gekostet. Wir wissen jetzt zwar nicht genau, was wir damit machen, aber irgendwas lässt sich damit sicher anstellen. Also 200 goldene Bananen für 4 Euro. Dann haben wir, ich glaube, das sind insgesamt 360 Stück 1x8er Fliesen in hellgrau gekauft, die wir ja bei unseren Gehsteigen so an den Rand platzieren, dass das dann alles schön aussieht. Hier seht ihr zum Beispiel, hier fehlen sie noch, also da sind noch nicht alle da. Das soll natürlich nicht so sein, und deswegen haben wir da jetzt mal nachbestellt. Die sind bei Lego am billigsten, ich glaube 14 Cent pro Stück, könnt ihr euch ausrechnen. Dieses Säckchen hat über 50 Euro gekostet, aber da kann man leider nichts machen. Und dann haben wir von unserem Einkauf im Lego Store in Wien, die haben wir schon ein bisschen sortiert und anders abgepackt, wieder einmal 2er in dunkelgrau für unsere Gehsteige. Dann hat sich Rita jede Menge dieser grünen Pflanzenteile gekauft, die auch sehr cool aussehen. Dann haben wir so Mauersteine, 1x2er in Dark Tan, und natürlich musste sich Rita wieder ihre heißgeliebten Wassersteine nehmen. Wir haben den Strand zwar schon fertig, dort fehlen keine mehr, aber Rita will ja dort hinten im Vergnügungspark, wo der Piratenbereich ist, noch so eine Art
Wasserbahn machen und da braucht sie dann auch wieder Wassersteine. Dann haben wir hier, das ist jetzt ein Becher aus dem Lego Store direkt, diese gewählten 1x2er Steine in diesem hellbraun, ich glaube Dark Orange nennt sich das, oder Medium Nougat. Mauersteine 1x2er in hellgrau. Was haben wir hier noch? Dann gab es bei unserem Lego Store, oder besser gesagt bei dem in Wien, der ist ja nicht gerade bei uns in der Ecke, in Olivgrün Blätter, was auch sehr cool ist für die Stadt. Dann haben wir hier Ersatzteile, wo ich jetzt gerade nicht weiß, wo die herkommen. Die werden schon irgendwo sein. Dann seht ihr hier Fensterscheiben in Trans Light Blue. Teilweise fehlen uns nämlich, zum Beispiel wir haben jetzt ein paar Gebäude zugebaut, da haben wir auch die Hinterseite jetzt dann, ja, dass das Gebäude einfach komplett ist, fertig gebaut und da fehlen uns zum Teil aber noch die Fensterscheiben, die können wir dann da einfüllen. Was ist dann da noch drinnen? Ja, unser Schwager und unsere Schwägerin waren so nett und haben uns vom Flohmarkt eine ganze Menge Legosteine gebracht. Da sind zum Teil sogar Figuren dabei und Fliesen und also alles Mögliche, was da drinnen ist. Das sind Platten und zum Teil sogar schon vorsortiert. Diese ganze Menge hier, also ich glaube, das sind sicher 2 Kilo um 10 Euro. Das ist ein guter Deal gewesen, aber wie gesagt, die müssen wir erst sortieren. Und genau gleich zum selben Preis eine, ja, Box voller Steine, da haben wir auch noch nicht genau hineingeschaut, was das ist. Die hat auch, glaube ich, nur 10 Euro gekostet. Also das war ein guter Flohmarktfund. Was haben wir hier noch? Ach ja, wir waren auf unserem Wien-Ausflug auch in Bratislava in der Slowakei. Dort haben wir diese beiden Star Wars Hefte gefunden, um, ich glaube, jeweils 1,99. Das heißt, wir haben da jetzt auch die Polybags dazu, das sagt man zu denen eigentlich Polybags, keine Ahnung. Also die waren, ich glaube, bei dem hier war dieser Jedi Interceptor dabei und bei dem Heft war Luke Skywalker und ein Stormtrooper dabei oder so irgendwie, oder war es umgekehrt, ich weiß es jetzt nicht. Auf jeden Fall ein guter Preis für diese Hefte. Und dann haben wir nochmal gekauft und gefunden, gerade Monorail, das sind 7 Geraden, die sind so schwer aufzutreiben, ich kann euch sagen, ich habe stundenlang im Internet geschaut und war dann schon kurz davor, welche aus Amerika zu bestellen, dann habe ich aber trotzdem nochmal in Deutschland welche gefunden. Und ja, bei dieser Bestellung von Steine und Teile und Pick a Brick war dann als kleines Gift with Purchase dieses Motorrad aus der Monkey Kid Serie als Geschenk dabei, was ich auch sehr nett finde. Also das ist jetzt mal ein schöner Überblick über die Steine, die heute neu in die Lego-Stadt gekommen sind. Wir haben dann noch das große Konvolut, welches wir aber zuerst fertig zählen müssen mit über 14.000 Steinen. Das heißt, da haben wir natürlich dann auch genug Material. Und ja, was kann ich euch sonst noch zeigen? Es ist, wie gesagt, in der Stadt jetzt nicht besonders viel passiert, aber wir arbeiten immer wieder viel hinter den Kulissen. Ich habe zum Beispiel heute gerade jetzt mal ein bisschen Staub gesaugt. Das hat ungefähr eine Stunde gedauert. Viele von euch wollen ja eine Lego-Stadt starten und fragen uns immer, wie man das am besten macht und welche Tische man da am besten nimmt. Und viele von euch haben auch geschrieben, sie wollen nicht immer nur die fertig präsentierten Projekte gezeigt bekommen, wo alles schon fix und fertig ist, sondern sie wollen einfach live dabei sein bei unserer Lego-Stadt. Und deswegen habe ich mir auch gedacht, ich schnappe heute mal einfach so die Kamera und zeige euch, was an so einem normalen Tag passiert, wo ich sehr traurig bin, weil Rita nicht da ist, aber ja, wo trotzdem mal was passieren soll wieder. Und ihr wisst ja, so eine Stadt ist auch hinter den Kulissen sehr viel Arbeit. Ihr habt sicher schon viel gesehen von uns, wie wir so gewisse Dinge machen. Also wir werden in der nächsten Zeit auch auf jeden Fall ein Video machen, wie wir die Legos-Stadt reinigen. Da ist das Staubsaugen schon fast die halbe Miete, denn wenn der Boden sauber ist, dann wirbelt man beim Gehen nicht so viel Schmutz auf und es kommt dann einfach auch nicht so viel Schmutz auf die Stadt. Da werden wir euch dann in der nächsten Zeit auf jeden Fall nochmal ein größeres Update zeigen, wo wir dann wirklich Hand anlegen und euch zeigen, wie man die Lego-Stadt am besten reinigt, wie das am schonendsten und am besten funktioniert. Und ja, ich habe sehr viel auch zusammengeräumt. Die Kisten hier, die werden jetzt schon immer weniger, auch auf der anderen Seite. Das war zum Teil doppelt so hoch und wir haben jetzt wirklich unsere Züge, die momentan nicht auf der Schiene sind,
Alles schön hier in solchen Kisten drinnen. Die sind auch zum Teil einzeln noch einmal verpackt, damit das alles seine Ordnung hat. Also ich glaube, ich habe mindestens 10 oder 15 solche großen Kisten in der letzten Zeit, also alleine heute, aus der Lego-Stadt hinausgeschmissen, damit einfach dieses Chaos, dass überall die Kisten rumstehen, ein bisschen weniger wird. Dasselbe habe ich gemacht. Wir haben jetzt hier schon, das haben wir euch nie gezeigt, hier drunter unter der Mine war schon ein ganzer Stapel mit Anleitungen und mit Schachteln. Die haben wir hier hinten gebunkert. Die kann ich euch auch gerne nochmal zeigen, wenn ihr Interesse habt, wie wir das dann so sortieren. Und ja, dann muss ich euch noch kurz was zum Winterdorf sagen. Und zwar, ich habe mich leider wieder neu verliebt. Es ist wirklich sehr schlecht, wenn man, so wie ich öfter, hoppala, auf Bricklink unterwegs ist. Und zwar habe ich jetzt gesehen, wir haben ja das Fußballfeld und auch die Basketballarena, und es gibt da noch ein drittes Sportfeld, und zwar das Eishockey. Und das ist nicht das mit den hässlichen Figuren, an welches ihr jetzt vielleicht denkt. Es gibt von 2004 ein Eishockeyfeld mit echten Lego-Figuren. Das ist relativ selten, aber ich bin jetzt am Überlegen, ob ich es nicht kaufen will und dann vielleicht hier in dem Winterdorf noch ein Eishockeyfeld platziere. Es ist vom Platz her natürlich jetzt wieder ein bisschen klein, was noch übrig bleibt, aber vielleicht geht sich das irgendwie aus. Ich glaube, das ist die Setnummer, jetzt habe ich es vergessen, aber ihr werdet es sehen, wenn es dann hier steht. Auf jeden Fall ein cooles Set. Dann sind auch hier die Kisten weit weniger geworden. Hier war fast bis zum Sessel war hier alles vollgestellt, teilweise mit leeren Kartons, teilweise mit so halb angefüllten. Da haben wir jetzt alles schön einsortiert und die Kisten, die wir noch haben, die wir nicht wegschmeißen wollen, dann zusammengefügt und so weiter. Hier ist noch ein bisschen was übrig geblieben von meiner Zusammenräumaktion. Hier sind noch Anleitungen und Tüten und Steine, Inventare und so weiter. Aber hier, das sieht jetzt schon um einiges besser aus. Übrigens, das Piratenschiff ist vollständig. Das zeigen wir euch sicher auch mal. Das ist ganz was Tolles. Und ja, hier ist alles voller Kisten gestanden und das sieht jetzt schon sehr ordentlich aus. Wir versuchen natürlich auch jetzt diese Ordnung beizubehalten. Es wird auch sicher besser werden, je mehr wir schon verbaut haben. Solche Geschichten, dass hier Steine noch parat liegen, das lässt sich natürlich nicht ganz vermeiden, denn wir sind ja immer am Bauen und wir können nicht wegen jedem Stein von hier, wo ich jetzt stehe, dort nach ganz hinten gehen, wo unser Steinearsenal ist. Das geht einfach nicht. Aber ja, also wir geben uns natürlich Mühe. Ach ja, das habt ihr vielleicht auch nicht gesehen. Wir haben jetzt noch so übrige, in unserer Wohnung in Salzburg, so übrige Kästen gehabt, so mit Laden von Ikea. Und die haben interessanterweise genau die Höhe wie unsere Klappböcke. Jetzt habe ich einerseits ein paar Klappböcke eingebaut, die das Stadtlayout jetzt ein bisschen besser halten, denn manche von den Platten haben sich ja schon ein bisschen durchgebogen, wie ich euch vielleicht mal gezeigt habe. Und da haben wir jetzt hier und da vorne jeweils einen Kasten hineingegeben. Da können wir, ich weiß nicht, vielleicht Anleitungen oder irgendwelche Magazine oder so geben wir da hinein. Und wir sind schon am Schauen, wo wir die unterirdischen Layouts mal aufbauen. Wir haben ja gesagt, wir wollen hier beim Strand, da habe ich mir auch schon die Anleitungen rausgesucht, also da wird jetzt demnächst auch was passieren, hier mit der Mittelalterwelt und dem Unterwasser-Layout. Hier seht ihr zum Beispiel auch eine leere Kiste, wo immer sehr viel drinnen war. Also wie gesagt, hier unter dem Strand wollten wir eigentlich unser Unterwasser-Layout machen. Das Problem ist, dass es hier relativ schmal ist. Mal sehen, vielleicht geht sich das hier aus, aber man muss ja dann auch gut hinuntersehen können. Wo das Mittelalter-Layout ist, wissen wir ehrlich gesagt noch nicht, wo da der beste Platz ist. Aber das werden wir auch noch herausfinden. Dann kommt jetzt demnächst auch hier noch ein Vorhang hin, damit dieser, ja, der alte Dachboden, sagen wir mal so, dann auch mal verschwindet und das alles hier seine zukünftige Gestaltung mal annimmt. Hier sind die Sessel, weil Rita jetzt ja sehr gern sitzt, wenn sie baut, aber das sei ihr natürlich vergönnt, das ist überhaupt kein Problem. Sie soll ruhig sitzen, da strengt sie sich nicht so an. Ja, und das war es eigentlich von dem, was ich euch heute zeigen wollte. Also von der Stadt gibt es eher
Jetzt im Moment nicht so viel Neues heute zu berichten, aber ihr seht, es sind jede Menge Steine gekommen. Es kommen dann natürlich auch noch viel mehr, wenn wir das große Konvolut gezählt haben und hierher gebracht haben. Und ja, wir haben ein paar Projekte, die wir euch in der nächsten Zeit dann sicher noch präsentieren können. Ich werde mich jetzt mal um die Steine kümmern, die hier auf dem Tisch sind. Da habe ich wieder einiges zu tun und wenn es was Neues gibt, dann melde ich mich einfach bei euch. Ja, wie gesagt, heute leider ein Video ohne der lieben Rita. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Die Gute ist noch in der Arbeit und verdient hoffentlich viel Geld, damit wir uns wieder Lego kaufen können. Und ja, lasst auf jeden Fall eure 9-Volt-Züge fahren. Ich werde jetzt mal schauen, wo der gute alte Metroliner ist. Den habe ich nämlich sicher in irgendeine Kiste geräumt und der muss wieder mal auf den Gleisen fahren, finde ich. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder mal auf unserem Kanal oder sonst wo. Bis demnächst und tschüssi!